An einem kalten, grauen Nachmittag hörte ein Mann ein leises Stöhnen aus einem Gullydeckel am Straßenrand. Er ging hin, öffnete den Deckel und war entsetzt über den Anblick im Dämmerlicht. Ein abgemagerter Hund rang im Schlamm und Wasser nach Luft, Fliegen schwirrten um seinen schwer verletzten Körper. Der Körper des Hundes war so leicht, dass man die Knochen unter seiner dünnen Haut spüren konnte, er zitterte vor Erschöpfung. Ohne zu zögern brachte er den Hund sofort in die nächste Tierklinik, obwohl sein Hemd noch nach Schlamm und Blut roch. Die Ärzte verabreichten dem Hund umgehend Schmerzmittel, damit er sich nicht mehr wehrte und für eine gründliche Untersuchung vorbereitet werden konnte. Wegen des verklebten und infizierten Fells wurden Rücken und Schwanz des Hundes rasiert, um sie vor dem Röntgen zu reinigen. Der Hund war stark dehydriert und musste intravenös Flüssigkeit erhalten, anstatt trinken oder fressen zu können. In der Nacht lag der Hund auf einer dicken Decke und schlief unruhig, als ob er gegen die qualvollen Schmerzen ankämpfte. Am nächsten Morgen zeigte das Röntgenbild, dass die Wirbelsäule verletzt und die Nerven eingeklemmt waren, wodurch die Hinterbeine gelähmt waren. Als der Hund wieder etwas zu Kräften gekommen war, empfahl der Tierarzt eine Operation, um die Nerven zu entlasten und so seine Überlebenschance zu wahren. Die Operation dauerte 6 Stunden, voller Anspannung, aber auch voller Hoffnung. Nach dem Eingriff musste ein Teil des Schwanzes amputiert, die Nerven freigelegt und schließlich das Leben gerettet werden. Erst als der Mann den Hund auf dem OP-Tisch liegen sah, beschloss er, ihn Olli zu nennen. Der Name sollte ihn daran erinnern, dass es, egal wie tief der Abgrund auch sein mochte, immer noch eine Chance auf einen Neuanfang gab. Der Arzt sagte, Ollis Hinterbeine würden sich vielleicht nie vollständig erholen, aber das gab die Hoffnung nicht auf. 11 Monate später hatte Olli gelernt, sich in einem kleinen Rollstuhl fortzubewegen und lebte glücklich mit allen um ihn herum. Sein Gemüt hatte sich beruhigt, seine Augen waren klar und voller Dankbarkeit für denjenigen, der ihn nicht im Stich gelassen hatte. Olli ist der Beweis dafür, dass ein wenig Mitgefühl ein Leben retten und ein Herz wiederbeleben kann. Er hat sich erholt und führt trotz seines Rollstuhls ein glückliches Leben. Der zähe Olli arbeitet weiterhin hart daran, mit seinen verletzten Beinen wieder laufen zu lernen. Seine seelischen Wunden sind vermutlich verheilt.